Was ihr hier seht, wieder unseren webbasierten Browser-Anwendung VideoWeb, eine Lösung der VideoGIS und ihr seht genau die zwei Ebenen übereinander gelagert, die wir uns vorher angesehen haben. Auf der einen Seite eure internen Daten, unsere Kunden hier in grün, gelb und roten Dreiecken dargestellt und parallel dazu, wir nennen das Überlagerungsanalyse, unsere Potenzialkunden. Damit das Ganze etwas transparenter wird, habe ich hier etwas hineingezoomt und zeige euch jetzt das Bild etwas vergrößert. Die C-Kunden haben wir zunächst einmal ausgeblendet. Und was ihr hier jetzt auf den ersten Blick seht, ich habe hier 4 Bereiche schon gekennzeichnet, sind typische Bereiche, sogenannte weiße Flecken, wo ihr aktuell noch keine Kunden habt, wo aber viele potenzielle Neukunden darauf warten, von euch angerufen zu werden. Letztendlich wollen wir aber natürlich das Ganze so auf die Straße bringen, dass wir den Bogen spannen können von den Ursprungsüberlegungen, der Überlegung, wie sieht euer idealer Kunde aus, zur Auswahl der Daten, bis hin zur fertigen Adressliste. Und dazu lade ich euch jetzt ein, mit mir eine Reise in die Vertriebsgebiete hier in Österreich zu machen und wir schauen uns das an, wir nehmen uns den einen Vertriebsmitarbeiter heraus, nämlich unseren Herrn Moser. Der Herr Moser ist für dieses Vertriebsgebiet hier in Oberösterreich rund um Gmunden zuständig. Das habe ich ausgewählt, Rainer, übrigens, bevor ich wusste, dass du aus der Region kommst. Ernsthaft? Wir haben uns nicht abgesprochen. Nein, ich bin nicht abgesprochen. Und begeistert. Genau. Aha. Also, in der Heimatregion von Rainer Wanicek, hier in Oberösterreich, ist unser Vertriebsmitarbeiter, der Herr Moser, tätig. Der Herr Moser hat im Wetterbericht festgestellt, morgen wird das Wetter schlecht, morgen fährt er nicht raus. Er möchte telefonieren. Er möchte Neukunden akquirieren. Die Frage ist nur, wen ruft er jetzt an? Und genau dazu gibt es diese Lösung, VideoWeb, wo ihr mit wenigen Mausklicks, ihr könnt jetzt mitzählen, wie viele Mausklicks es sind, bis zu seinem fertigen Report kommt. Er wählt das Gebiet aus, weil wir könnten das natürlich für sämtliche Gebiete in Österreich machen. Der Herr Moser interessiert sich natürlich nur für sein Gebiet. Er wählt den Bericht aus, lässt den Bericht erstellen. Das System generiert im Hintergrund den Bericht. Sobald das System fertig ist, sagt es bitte, hier ist die Excel-Datei und unser Herr Moser kann seine aktuelle Excel-Datei herunterladen. Was könnte hier nun in diesen Informationen drinnen stecken? Ein Deckblatt, damit der Herr Moser weiß, es ist tatsächlich sein Vertriebsgebiet. Es wurde am 15. Mai erstellt. Das ist nämlich vielleicht dann relevant, wenn ihr wie hier am nächsten Beispiel seht, Herr Moser bekommt auch einen Überblick über den Status quo. Wenn wir irgendwo hin wollen, ist es immer von großer Relevanz, einmal die Standortbestimmung vorzunehmen, zu wissen, wo stehe ich denn überhaupt. Im besten Fall sieht Herr Moser hier die aktuellen Daten tagesaktuell aus seiner CRM. Er bekommt das als Kartendarstellung, er bekommt dazu vielleicht noch die eine oder andere tabellarische Aufstellung, er bekommt eine Reihe von nützlichen Informationen, auf die ich jetzt in der Kürze des Webinars gar nicht eingehen möchte. Wenn jemand von euch da weitere Interessen hat, Marktanteilsberechnung, Potenzialanalysen, Matrixanalysen, klingt kompliziert, ist aber einfach, dann schreibt es in den Chat, nehmt mit uns Kontakt auf, kommt auf uns zu, das ist unser Daily Business, das auszuarbeiten. Das, was aber den Herrn Moser tatsächlich interessiert, ist das. Eine Liste mit den Top-Unternehmen, in unserem Fall Top 20, aus seinem Vertriebsgebiet, vielleicht sogar schon wo vorhanden mit den entsprechenden Informationen zu Ansprechpartner, eine Telefonnummer, vielleicht auch sogar eine Information zur jeweiligen Funktion dieses Ansprechpartners. Und das ist etwas, mit dem kann unser Herr Moser jetzt morgen, wenn es regnet, hinausgehen bzw. in sein Homeoffice gehen, wo auch immer, und lostelefonieren. Er kann das Telefon in die Hand nehmen. Zusammenfassend für diesen ersten Teil jetzt, was habt ihr gesehen? Es geht darum, potenzielle Kunden aufzuspüren,
White Spots aufzuspüren, also Regionen, wo ihr einfach noch Potenzial draußen habt. Ihr erkennt, wo eure Kunden sind. Ihr könnt euren Standort einmal bestimmen. Ihr erkennt aber auch, wo Potenziale schlummern, wo Menschen darauf warten, von euch kontaktiert zu werden. Wo potenzielle Kunden sind, und zwar nicht irgendwelche, sondern die den größten Wert für euch besitzen. Und was ihr jetzt im Abschluss noch gesehen habt, das Ganze ist nicht kompliziert, sondern funktioniert auf Knopfdruck.